Ich denke, ich war vor 20 Jahren die erste Frau, die bei PALFINGER in einem technischen Beruf eingestellt wurde. Also angefangen habe ich in der Konstruktion für Großkrane. Damals war es noch überhaupt nicht üblich, dass Frauen in technischen Berufen überhaupt eingestellt wurden. Also PALFINGER war damals schon sehr fortschrittlich. Und speziell die ersten Tage waren sehr ungewohnt, weil die Konstrukteure bei PALFINGER eine komplett eigene Sprache hatten. Also die haben damals in irgendwelchen Codes und Befehlen gesprochen, die damals einfach noch notwendig waren, um die Computerprogramme zu bedienen. Ich war von Anfang an voll integriert. Es ist sicher besser geworden. Es wurden dann nach mir noch weitere Damen in der Konstruktion eingestellt und auch so in allen Bereichen. Ja, ich komme aus dem Maschinenbaubereich und daher sind Kräne und Fahrzeuge die Auslegung von Systemen, also Marktanalysen, Auswertungen von bisher produzierten und Ideen für die Zukunft daraus zu generieren. Eigentlich schon das, was mich auch wirklich interessiert. Es gibt bei PALFINGER immer wieder die Möglichkeit, dass man auch intern den Job wechselt. Auch ich habe diese Möglichkeit bereits 4-mal genutzt. Ich bin angefangen von der Konstruktion, bin ich dann über das Produktmanagement Ladekran, dann zum Produktmanagement Aufbau gekommen. Gezeichnet haben wir damals noch mit dem Programm Medusa. Das war so ein 2,5D-Zeichenprogramm. Und damals gab es einfach noch keine Menüführung, wie man es heute gewohnt ist. Also jeder Konstrukteur hatte einen Stapel an unterschiedlichen Menüplatten auf seinen Schreibtisch, die man je nach Anwendung in sein Tablett reingesteckt hat. Und von dort wurden dann die Befehle mit einer speziellen Maus ausgewählt. Schon kurz darauf ist man auch bei PALFINGER auf das Programm ProEngineer umgestiegen. Und das hat nicht nur uns das Leben wesentlich erleichtert, sondern damit waren auch designmäßig ganz andere Möglichkeiten möglich. Ja, also man hat 2D konstruiert und man konnte die Baugruppen dann modellieren lassen, was aber sehr aufwendig war und oft ist dann der Rechner dabei abgestürzt. Ja, 2008 war eben die Wirtschaftskrise. Also es war damals schon etwas schockierend, dass dann von einem Tag auf den anderen die Bestellungen so stark zurückgegangen sind. Aber ich denke, PALFINGER hat auch aus dieser Krise profitiert und neue Wege gefunden. Und auch einer der neuen Wege war eben die Erschaffung des PALFINGER Mounting Competence Centers. Es wurden damals Kapazitäten frei in den Montagehallen und man hat angefangen, diese für andere Projekte wie den Aufbau zu nutzen. Ja, ein besonderer Meilenstein war sicher die Entwicklung des BK 200.002 LSH. Also mit diesem Kran sind wir zum ersten Mal vor der Herausforderung gestanden, wie man diesen Kran überhaupt noch auf ein Fahrzeug aufbauen soll. Und das war dann auch die Geburtsstunde vom Mounting Competence Center. Und hier hat man dann neben diesem Kran noch alle möglichen weiteren Kräne auf Fahrzeuge aufgebaut. Ja, gerne erinnere ich mich an die 75-Jahr-Feier. Damals wurde der erste Prototyp vom BK 74002 golden lackiert. Das war damals der Kran, den ich entwickelt hatte. Und dieser Kran wurde dann im Zuge der Veranstaltung versteigert. Das war schon sehr schön für mich. Ja, es war sicher ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich verbringe doch viel Zeit in der Arbeit. Es hat auch immer Spaß gemacht, mit den Kollegen an neuen Projekten und Herausforderungen zu arbeiten. Auch der Family Spirit ist eigentlich immer noch zu spüren. Also, es war ganz normal, dass man Probleme löst gemeinsam und es gab auch kaum etwas, was man nicht lösen konnte.